Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um das TNC-System. Ich möchte aber gerade bei diesem Thema ausdrücklich darauf hinweisen, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden dürfen. Wenn Sie keine Elektrofachkraft sind oder wenn Sie in diesem Fall zu wenig Vorwissen für dieses System haben, lassen Sie die Finger davon. Es ist einfach zu gefährlich. Das System liefert wie nahezu alle Systeme 3 Außenleiter, L1, L2, L3 und in diesem Fall einen kombinierten Schutz- und Neutralleiter. Dafür steht das C für Combined. Das unterscheidet das TNC-System erstmal nicht wirklich vom TNCS-System, bei dem ja auch ein kombinierter Schutz- und Neutralleiter geliefert wird, der jedoch beim Eintritt in die Anlage getrennt wird in einen Schutz- und in einen Neutralleiter. Das gerade ist beim TNC-System nicht der Fall. Da wird dieser kombinierte Schutz- und Neutralleiter nicht aufgeteilt. Er wird bis zum Verbraucher geführt. Das kann man in diesem Bild gut sehen. Wir sehen hier ein TNC-System ohne jeden Fehler. Ich habe das Ganze hier mit 2 Steckdosen dargestellt. Ich habe außerdem einen Anlagenerder eingefügt, der nicht zwingend zum TNC-System gehört, aber in der Praxis meistens vorhanden ist. Deshalb habe ich ihn hier auch eingezeichnet. Dadurch, dass der kombinierte Schutz- und Neutralleiter bis zur Steckdose oder bis zum fest angeschlossenen Verbraucher mitgeführt wird, erziele ich in dieser Anlage den Vorteil, dass zum einzelnen Verbraucher oder eben zur einzelnen Steckdose nur 2 Adern gezogen werden müssen. Deshalb wurde das TNC-System früher sehr häufig installiert. Genauer genommen, die klassische Nullung wurde sehr häufig installiert, die fast dem TNC-System entspricht. Da hat man dann ein bisschen Geld gespart an dieser Stelle, weil man eine Leitung gespart hat. Allerdings, wenn man deshalb heute die Anlage neu instand setzen muss, legt man natürlich wesentlich mehr Geld dabei drauf, als man damals gespart hat. Das ist halt so. Der gemeinsame Schutz- und Neutralleiter wird nun in der Steckdose auf die Neutralleiterklemme gelegt und mit einer Brücke auch auf den Schutzleiter gelegt, sodass zunächst einmal die Steckdose die üblichen Anschlüsse hat, nämlich L, N und PE. Das TNC-System ist das Nachfolgesystem der klassischen Nullung, das habe ich schon gesagt. Also man muss streng genommen zwischen TNC und klassischer Nullung unterscheiden, denn das eine ist der Vorgänger des anderen und hatte natürlich etwas andere Spielregeln als das heutige TNC-System. Die klassische Nullung darf gar nicht mehr installiert werden. Das TNC-System darf noch installiert werden, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der gemeinsame Schutz- und Neutralleiter einen Mindestquerschnitt von 10 Quadratmillimeter Kupfer bzw. 16 Quadratmillimeter Aluminium hat. Damit scheidet dieses System für die Endstromkreise vollständig aus, denn Sie sind nicht in der Lage, an einen Verbraucher eine 10 Quadratmillimeter Kupferleitung anzuschließen, es sei denn, es ist ein sehr großer Verbraucher. Für die kleineren Verbraucher, wie sie massenweise vorkommen, oder für Steckdosen ist es völlig undenkbar, dass sie dort eine 10 Quadratmillimeter Leitung anklemmen können. Also schon deshalb scheidet das total aus. Außerdem können Sie hier keinen FI-Schutzschalter verbauen, denn der Schutz- und der Neutralleiter werden ja gemeinsam geführt und der Schutzleiter darf nicht über den FI geführt werden. Auch deshalb scheidet diese Installation für die heutige Hausinstallation, für die Endstromkreise zumindest vollständig aus. Wenn Sie in der Praxis dieses System antreffen sollten, was durchaus realistisch ist, denn bis in die 50er oder 60er Jahre ist die klassische Nullung noch häufig installiert worden, dann sollten Sie, besonders wenn Sie noch nicht so viel Erfahrung haben, einen erfahrenen Meister oder einen erfahrenen Gesellen hinzuziehen. Das ist nicht die Situation, in der Sie mit Alleingängen zurechtkommen. Tun Sie es nicht. Denn die Gefahren, die ich gleich noch näher erläutern werde, sind hier einfach zu groß. Sie dürfen diese Anlage auf gar keinen Fall erweitern. Sie dürfen auch keine Instandsetzung und Reparaturen durchführen, denn Sie müssen ja den Teil der Anlage, in dem Sie arbeiten, auf den neuesten Stand der Technik bringen. Also eine RCD installieren, das ist nicht möglich. Und Sie müssten dann auch auf 10 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt wechseln. Das kriegen Sie in der Praxis an der Stelle auch nicht hin. Was da zu vertreten ist an geringsten Reparaturen, damit die Anlage nicht mehr gefährlich ist, das muss dann eben der erfahrene Meister mit einschätzen.
Was Sie in jedem Fall machen müssen in so einer Anlage ist, dass Sie den Betreiber dieser Anlage auf die Problematik hinweisen. Und Sie sollten sich das unbedingt protokollieren, dass Sie diesen Hinweis gegeben haben oder möglicherweise dann auch auf die Rechnung mitschreiben, dass die Anlage dieses Problem hat. Das sollte man auf keinen Fall schludern lassen an der Stelle, denn das gibt größte Schwierigkeiten, wenn es nachher zu Problemen kommt. Der Betreiber der Anlage, also der Kunde, kann die Verantwortung für die Anlage nicht übernehmen. Das gilt natürlich generell, nicht nur für TNC-Systeme. Es geht also nicht, dass der Kunde, der Betreiber der Anlage, sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass hier erweitert wird, obwohl man das so nicht machen darf. Das darf die Elektrofachkraft nicht durchführen. Die Verantwortung bleibt bis zur Übergabe der Anlage bei der Elektrofachkraft. Und wenn dann da so ein Fusch gemacht worden ist, dann ist natürlich auch die Elektrofachkraft nachher haftbar dafür, und zwar in diesem Fall dann auch persönlich haftbar. Das geht dann also über Haftpflichtversicherung und so weiter hinaus. Da muss man dann mit seinem privaten Vermögen gerade stehen, wenn man sowas macht. Ja, in der Praxis wird das häufig darauf hinauslaufen, wenn Sie in so eine alte Anlage kommen, in der noch die klassische Nullung oder das TNC-System bis in die Endstromkreise installiert ist, dass Sie eine vollständige Neuinstallation vornehmen, denn Sie müssen dann ja diese zweiadrige Leitung gegen eine dreiadrige auswechseln, was nichts anderes heißt, als dass die Wände aufgemacht werden müssen. Und dann sind Sie ganz schnell in der Situation, dass Sie die ganze Elektroinstallation neu aufbauen müssen, und Sie sind auch ganz schnell in der Situation, dass dann auch andere technische Komponenten des Hauses mit überprüft werden, Heizungsrohre etc. Also das ist dann keine Kleinigkeit mehr, das muss dann vernünftig mit erfahrenen Leuten und vor allem auch mit dem Betreiber der Anlage besprochen werden, da hier natürlich sehr hohe Kosten mit der ganzen Sache verbunden sind. Ja, was ist denn nun das eigentliche Problem im TNC-System? Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Wir sehen ja ein TNC-System, in dem es bereits einen Fehler gibt. Da ist der Bruch des Pennleiters zu sehen. Bevor ich darauf näher eingehe, schaue ich aber erst nochmal in die Anlage ohne Fehler und muss mir dabei Folgendes klar machen. Wenn ich nämlich hier einen Verbraucher angeschlossen habe, dann ist es doch so in diesem System, dass über den angeschlossenen Verbraucher und den Betriebswiderstand dieses Verbrauchers der Außenleiter eine Verbindung hat bis zu diesem Punkt und über diese Klemme, die zum Schutzleiter führt, sogar bis zum Körper des Verbrauchers. Das heißt, Sie finden, obwohl alles in Ordnung ist und die Anlage auch völlig ordnungsgemäß läuft, eine Verbindung des Außenleiters über den Verbrauchswiderstand, über diese Klemme bis zum Körper. Wenn Sie hier anfassen, berühren Sie indirekt auch den Außenleiter. Das ist aber in dieser Situation gar kein Problem, da über diese Leitung, über den Betriebserder und auch über den höchstwahrscheinlich vorhandenen Anlagenerder, das Potential des PEN auf Erdpotential gezogen wird, denn das sind ja Verbindungen zur Erde, sodass keine Potentialdifferenz dieses Körpers zur Erde auftritt und damit die Berührung dieses Körpers völlig ungefährlich ist. Anders ist die Sache, wenn der Pennleiter bricht. Das sehen wir in diesem Bild. Jetzt wird wieder die Verbindung des Außenleiters über den angeschlossenen Verbraucher und seinen Widerstand bis zum Körper des Betriebsmittels hergestellt, aber das Potential dieses Abschnittes wird nicht mehr auf Erdpotential heruntergezogen. Das heißt, Sie haben hier eine Spannung von 230 Volt gegenüber Erde. Das gilt nicht nur für diesen einen Verbraucher, für diesen einen Körper, sondern das gilt zum Beispiel auch für eine Steckdose, die parallel zu dieser Steckdose angeschlossen ist und hinter dieser Bruchstelle liegt. Auch hier führt der Körper 230 Volt gegen Erde. Das gilt somit also für alle geerdeten Teile, die hinter dieser Bruchstelle liegen und mit dem Pennleiter, mit dem ursprünglichen Pennleiter verbunden sind. Denn all die haben dann über einen einzelnen eingeschalteten Verbraucher eine Verbindung zum Außenleiter. Das heißt, dass große Teile der Anlage auf diese Weise gegenüber Erde unter Spannung stehen können. Und genau darin liegt natürlich die Gefahr. Sie können sich keine einzige Bruchstelle des PEN leisten. Das ist auch der Grund dafür, warum
denn in den erlaubten Fällen diese Leitung mit 10 Quadratmillimeter ausgeführt werden muss, da man in dem Fall davon ausgeht, dass es nicht so leicht zu einem Bruch kommen kann. Natürlich müssen auch die Klemmen entsprechend gut befestigt sein. Ja, das war schon zu diesem System. Das wird ja nicht mehr oft installiert, in Endstromkreisen gar nicht mehr. Sie werden es aber in der Praxis möglicherweise noch antreffen und da sollten Sie die Tipps, die ich hier gegeben habe, beherzigen und vor allem sollten Sie auf erfahrene Leute zurückgreifen, damit Sie da nicht in irgendeine Falle tappen, die Ihnen nachher sehr wehtut. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und noch mehr natürlich über ein Abo. Herzlichen Dank.